Hallo, ich bin Frank Wolf von Staffbase und heute sprechen wir über Betriebsräte und Mitarbeiter-Apps. Die Frage ist häufig zum Anfang, dürfen Betriebsräte überhaupt mitbestimmen bei der Einführung einer Mitarbeiter-App? Ja, grundsätzlich dürfen sie das. Es gibt dafür sogar ein Gesetz, das ist das Betriebsverfassungsgesetz. Und da gibt es einen Paragraphen 87 und der regelt Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates. Da gibt es wieder Unterpunkte. Punkt 1 regelt dort allgemeine Themen der betrieblichen Ordnung. Da könnte das so mit reinfallen. Und dann gibt es nochmal den Punkt 6. Der regelt ganz speziell die Einführung von technischen Einrichtungen, die in irgendeiner Weise geeignet sind, das Verhalten von Mitarbeitern am Arbeitsplatz zu überwachen. Und hier fällt es irgendwie dann doch mit rein. Und hier ist es wirklich wichtig, mehr ins Detail zu gehen und den Betriebsrat einzubeziehen. Wir schauen uns heute dazu 3 Perspektiven an. Und zwar erstens aus Sicht des Betriebsrates. Was sind eigentlich die Vorteile einer Einführung einer Mitarbeiter-App im Unternehmen? Zweitens schauen wir, was sind denn die typischen Fragen, die ein Betriebsrat in dem Zusammenhang stellen wird? Und drittens, was sind denn die Einführungstipps, die man dazu ableiten kann, wie man so ein Projekt am besten begleitet, um eine Zustimmung des Betriebsrates sicherzustellen? Okay, sprechen wir über die Vorteile einer Mitarbeiter-App. Das erste wichtigste Thema ist natürlich Gleichberechtigung. Mit einer App erreichen wir alle Mitarbeiter zum ersten Mal, auch die, die heute keinen Intranet-Zugang haben, auch die, die heute keine betriebliche E-Mail-Adresse haben. Und das ist ein riesiger Vorteil und spielt direkt rein in die Agenda des Betriebsrates. Man kann das auch noch weiter denken. Gleichberechtigung kann man ja auch im Sinn verstehen, dass Mitarbeiter das so einfach benutzen können, dass jeder es nutzen kann und nicht nur die, die sich intensiv mit einer Technologie beschäftigen. Social Intranets haben heute die Herausforderung, dass viele da reingucken und das nicht direkt verstehen, was sie damit tun können. Und das Ziel bei einer Mitarbeiter-App ist genau andersrum. Ich schaue da rein, weiß genau, was ich sehe, es ist automatisch personalisiert auf mich und dann ist es sehr einfach, das zu nutzen. Zweitens, Transparenz. Wenn ich diesen Kanal einmal geschaffen habe, dann ist es natürlich möglich zu sagen, ich habe jetzt aktuelle Informationen und das können Unternehmensinformationen übergreifend sein oder lokale Informationen, die ich den Mitarbeitern zur Verfügung stelle. Und das geht weiter über Services wie eine Stellenbörse, wo ich interne Jobangebote sehe, über Weiterbildungsangebote, über allgemeine Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, die viel transparenter sind, bis hin zu Services. Und Services können sein ein Zeitkonto, das kann mein Urlaubskonto sein, bis hin zu einer Einsicht in die Schichtpläne, die damit viel, viel leichter wird. Teilhabe. Teilhabe geht es darum, dass man Feedback geben kann und das kann sein, dass ich an Artikeln hier im Bereich Information kommentieren kann, dass ich liken kann. Das kann aber auch strukturierter sein. Das können Umfragen sein, bis hin zu einem ganz strukturierten Thema wie einem Ideenmanagement, Stichwort betriebliches Vorschlagswesen. Das ist damit viel transparenter, viel einfacher und auch viel schneller für Mitarbeiter umsetzbar. Mitarbeitervorteile, sehr spannendes Thema, weil das ganz oft vom Betriebsrat selber kommt. Ja, es gibt sowas wie Rabattprogramme, die oft vom Betriebsrat angeboten und eingeführt werden. Und er hat selber die Herausforderung, dass er dort keine Chance hat, das allen regelmäßig immer zu transportieren und dann auch klarzustellen, hey, es gibt neue Angebote, hier ist der Zugang zum Portal etc. Und das ist mit einer Mitarbeiter-App natürlich viel einfacher möglich. Und das geht weiter. Zum Beispiel zu dem Thema wie einem schwarzen Brett. Das läuft heute in vielen Intranets sehr, sehr gut und da gibt es sehr viel Beteiligung, aber diejenigen, die keinen Zugriff haben aufs Intranet, denen bleibt das natürlich verborgen. Und das kann man mit einer Mitarbeiter-App perfekt abbilden, bis hin, dass man mit der App selber Bilder machen kann, die sehr einfach hochladen kann und die sehr einfach mit anderen Mitarbeitern teilen kann. Letzter Punkt, und der ist sehr interessant. Der Betriebsrat selber hat eine Informationspflicht gegenüber den Beschäftigten und die ist ganz klar erstmal geregelt und zwar dahingehend, dass er 4-mal im Jahr eine Betriebsversammlung abhalten muss und dort über seine Arbeit berichten muss. Aber darüber hinaus gibt es hier natürlich eine große Motivation, die eigene Arbeit als Betriebsrat erstens mal darzustellen und zweitens auch die zu erreichen, die eben nicht zu diesen 4 Betriebsversammlungen kommen können, weil sie an bestimmten Standorten sind, weil sie verteilt sind, weil sie in Schichten arbeiten. Das ist hier also eine große Herausforderung, die sich in dem Umfeld anbietet. Und all das sind Punkte, die insgesamt sehr, sehr groß sind, die sehr dafür sprechen, dass eine Mitarbeiter-App eine sehr spannende auch Thematik für einen Betriebsrat sein kann. Und jetzt können wir direkt mal rübergehen. Das, was wir hier sehen, ist
der Nutzteil. Und wenn der Betriebsrat jetzt gut ist, dann wird er Fragen stellen. Und die Fragen, die sind ganz natürlich und die muss er stellen, weil das seine Rolle ist. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Die wichtigste Frage des Betriebsrats, mit der er einsteigen wird, ist das eigentlich freiwillig? Und die Antwort darauf, meistens ist das freiwillig, ja. Die Freiwilligkeit hängt insbesondere daran, dass man bei so einer Mitarbeiter-App oft davon ausgeht und erwartet, dass der Mitarbeiter sein eigenes Gerät nutzt, also das eigene Smartphone oder einen eigenen PC für die Nutzung. Und immer wenn der Mitarbeiter sein eigenes Gerät nutzt, wird man hier in dem Umfeld auf jeden Fall sagen, das ist freiwillig. Ja, und das sehen wir auch so bei unseren Kunden. Zweitens, darf man damit das Verhalten oder die Leistung der Nutzer überwachen? Ja, wir erinnern uns an diesen Punkt 6 im Paragraph 87 des Betriebsverfassungsgesetzes. Und es geht hier vor allen Dingen darum, sicherzustellen oder klarzumachen, dass keine Verhaltenskontrolle an der Stelle die Absicht ist. Ja? Und das kann man in verschiedenen Dingen tun. Das Wichtigste, was wir in dem Umfeld immer zeigen, ist zu sagen, eine Plattform zum Beispiel wie Staffbase erlaubt keine automatischen Reports über Informationen des Mitarbeiters. Das heißt, wie lange war ein Mitarbeiter zum Beispiel in einem bestimmten Zeitraum im Monat in der App aktiv? Wie viele Dinge hat er da geschrieben, eigene Beiträge etc. Eine Aggregation über diese Punkte ist in den meisten Fällen nicht erwünscht und wird von so einer Plattform wie zum Beispiel Staffbase dann auch nicht angeboten. Es hilft ja auch sehr, das Rollenkonzept sehr transparent zu machen. Das heißt, da kommen wir noch drauf, dem Betriebsrat dort auch mit einen Zugang zu geben, Adminrechte zu geben, damit er ein Gefühl bekommt, was sieht man denn eigentlich in dieser Plattform. Dritter Punkt, Zugriff nur über eigenes Smartphone. Der Hintergrund dieser Frage ist eine Frage nach Alternativen. Ja? Denn die Frage ist, wenn ein Nutzer kein eigenes Smartphone hat, wie soll er denn dann Informationen, die da drin sind, auch anders bekommen können? Ja? Und es gibt hier verschiedene Ansätze. Der wichtigste, den wir sehen, ist erstmal, dass man das auch auf dem PC verfügbar macht. Das heißt, wenn man einen privaten PC hat oder wenn man einen PC als Terminal im Unternehmen anbietet, dann wird man in der Lage sein, das alternativ auch anzubieten. Und das geht bis dahin, dass wir zum Beispiel auch einen PDF-Export anbieten, dass man die wichtigsten Informationen auch sogar als Papier zur Verfügung stellen kann. Also Alternativen müssen geschaffen werden an der Stelle. Ja. Abgrenzung Arbeit und Freizeit. Das ist ein besonderer Punkt, der reinkommt mit einer Mitarbeiter-App, weil ich habe das dann auf meinem privaten Smartphone in vielen Fällen. Und die Frage ist schon, gibt es dort einen Übergriff auf die Freizeit dadurch, dass die App auf meinem Smartphone ist? Ja oder nein? Ja. Hier ist das Entscheidende, eine Regelung für Push-Nachrichten zu finden, weil auf der einen Seite dieser Teil ist hier schon sehr gut mit dem Thema Freiwilligkeit abgedeckt, aber Push-Nachrichten könnten natürlich schon ein Eingriff sein, wenn man die zu einer merkwürdigen Zeit sendet. Wir sehen deshalb, dass es Sinn macht zu sagen, wir pushen nicht am Wochenende, nicht an Feiertagen, wir pushen also nur an Werktagen und nur in einer bestimmten Kernarbeitszeit wird dann gepusht. Und vielleicht vereinbart man auch noch, dass man so eine gewisse Anzahl von Push-Nachrichten zum Beispiel in der Woche nicht überschreitet. Ja. Das sehen wir bei unseren Kunden und das sind auch Dinge, die man in der Plattform sehr, sehr gut abbilden kann. Ja. Letzter Punkt, Schutz personenbezogener Daten. Wir haben dazu einen ganz eigenen Vortrag gemacht. Also wer da Interesse hat, gerne auch mal reinschauen, wie es insgesamt mit Datenschutz und Datensicherheit bei einer Mitarbeiter-App aussieht. Der Betriebsrat ist hier einfach in einer Rolle, dass er das überprüfen wird und sagen wird, geht das Unternehmen, geht das Projekt denn hier im Rahmen dieses Themas verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten von Mitarbeitern um. Ja, das wichtigste Stichwort ist hier sicherlich das Thema Datensparsamkeit. Also ist es so, dass dort nur Daten von Mitarbeitern reinkommen in die Mitarbeiter-App, die wirklich wichtig sind für die Nutzung des Themas. Und da hat man zum Beispiel keine Kontoinformationen oder erweiterten Gehaltsinformationen in der App drin. Die braucht man nicht für die Nutzung, also gehören sie da auch nicht rein. Ja. Kleines Nebenthema, was wir oft sehen, was so spezifisch ist für Mitarbeiter-Apps, ist die persönliche E-Mail-Adresse. Hier ist es so, dass wenn der Mitarbeiter keine Unternehmens-E-Mail-Adresse hat, macht es Sinn, die persönliche E-Mail-Adresse in der App mit zu haben, weil speziell wenn er das Passwort zum Beispiel vergisst, ist das eine sehr einfache und schöne Möglichkeit, ein Passwort zurückzusetzen. Und wir machen das zum Beispiel so bei Staffbase, dass diese E-Mail-Adresse zwar in der
App gespeichert wird, aber für den Administrator, für das Unternehmen nicht sichtbar ist. Ja? Also es lassen sich hier bei diesen Themen sehr viele gute Regelungen finden und wir haben schon gemerkt, dass es so eine Mischung ist aus technischen Themen, die man hier vorsieht und organisatorischen Regelungen. Ja? Und genau das ist dann auch jetzt der Zusammenhang, wenn wir sagen, was sind denn die Tipps für die Umsetzung, dass wir beides zusammen zur Wirkung bringen. Ja? Und wir gehen jetzt mal kurz durch die wichtigsten Themen durch, die wir hier an der Stelle aufgeschrieben haben. Den Betriebsrat früh einbeziehen, haben Sie schon oft gehört bei anderen Projekten. Das gilt auch hier, insbesondere weil es so ein neues Thema ist, weil eben Dinge sind wie verteile ich die App, mit welchen Geräten greift man darauf zu, welche Mitarbeiterdaten sind da gespeichert, wie funktioniert die Erstellung von Daten, wie sind die Nutzer- und Rollenprofile. Hier macht es ganz viel Sinn, tatsächlich auch eine Schulung anzubieten, den Betriebsrat in die Plattform einzuladen, dem am besten Adminrechte zu geben, damit er ein Gefühl bekommt, was sieht man denn hier eigentlich und was geht nicht. Gerade auch im Hinblick auf, was wir besprochen haben, diese Reports, die in vielen Stellen eben bestimmte Dinge auch nicht anzeigen sollen. Ja. Zweitens, es gibt ein Mittel, das man für solche Projekte häufig benutzt, das ist eine Betriebsvereinbarung. Das bedeutet, es ist so eine Art schriftlicher Vertrag zwischen Unternehmen und dem Betriebsrat, wo man bestimmte Punkte für dieses Thema dann konkreter regeln kann. Push-Nachrichten sind zum Beispiel eins der Punkte, die hier drinstehen kann. Man kann hier auch regeln, welche personenbezogenen Daten werden hier gespeichert, wie sind Nutzer- und Redaktionsrechte geregelt. Und das alles kann man sehr gut hier vereinbaren, damit sehr transparent machen und auch regelmäßig anpassen, wenn Anpassungen nötig sind. Eine weitere Vereinbarung, die man hier treffen sollte, ist eine Nutzungsvereinbarung. Und zwar ist das zwischen Unternehmen und Mitarbeiter. Und dort regelt man bestimmte Informationsrechte und Pflichten, die der Mitarbeiter auch hat, wenn er diese App nutzt. Ein Beispiel könnte sein, was davon ist Arbeitszeit und Freizeit bei der Nutzung. Ein anderes Beispiel könnte sich um bestimmte Daten handeln. Also da könnte drinstehen, dass der Mitarbeiter keine Kundendaten oder keine vertraulichen Daten in die App hineinbringen darf. Schrittweise anfangen ist ein Thema, was man auch oft hört in anderen Projekten und das gilt auch für eine Mitarbeiter-App. Wir sehen das Thema schrittweise anfangen, insbesondere auch bei Interaktionsfunktionen. Das heißt, dass man sagt, wir stellen am Anfang keine Kommentare zur Verfügung, sondern schalten das erst nach einigen Monaten ein. Oder wir haben Umfragen, die wir am Anfang anonym machen oder Umfragen, die wir am Anfang nur an kleinere bestimmte Zielgruppen ausgeben und schrittweise weiten wir das Thema dann aus. Ja? Und das kann auch dahin gehen, dass man bestimmte Anwendungsfälle, so ein Beispiel ist zum Beispiel ein Telefonbuch, dass man die erst nach einiger Zeit reinbringt, wenn die Organisation insgesamt sich besser an die Mitarbeiter-App gewöhnt hat und dann kann man mehr Werte durch so ein Telefonbuch sehr gut erzielen. Freiwillige und anonym, das sind einfach jetzt ein paar Ideen, die man noch reinbringen kann, wenn man sagt, ja, Datensparsamkeit und personenbezogene Daten, wir wollen das Set an Daten, was wir da reinbringen, eher klein halten, aber vielleicht haben Mitarbeiter ein anderes Interesse, da sich noch anders darzustellen. Das heißt, Mitarbeiter können ein Foto hochladen von sich auf ihr Profil und das können sie selber bestimmen, ob sie das tun und wie sie das tun. Oder sie können noch weitere eigene Interessen und Fähigkeiten am Profil hinterlegen und das ist dann findbar für andere in der Organisation. Und anonym hat man schon mehrfach besprochen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, gerade auch Umfragen anonym zu machen. Das kann so eine Art anonymer Meckerkasten sein, wo man Inhalte reinbringen kann. Die bekommt dann eine bestimmte Redaktion per E-Mail zugeschickt, wenn jemand das absendet, sieht aber nicht, von wem das ist. Letzter Punkt, Nutzen kommunizieren. Das ist nochmal ganz wichtig, weil viele dieser Punkte hier sind sehr taktisch. Man kann sich da tief drin verlieren, wie man das technisch, organisatorisch alles wasserdicht macht. Aber am Ende ist so eine Mitarbeiter-App ganz viel darum, dass man besser informiert, dass man Mitarbeiter besser motiviert und auch Spaß hat in dieser App. Und der Tipp an der Stelle ist einfach, nie vergessen, das auch mit zu kommunizieren. Also was sind die Vorteile der App für die Mitarbeiter, was sind die Vorteile der App für den Betriebsrat und all das zusammen macht dieses Projekt so erstrebenswert. Und ich hoffe, wir konnten heute darstellen, dass die wichtigsten Fragen des Betriebsrats, dass man auf die eine sehr, sehr gute Antwort finden kann.
Wenn es mehr Detailfragen gibt zum Thema, gerne direkt uns ansprechen. Wir freuen uns, da sehr schnell und ausführlich Auskunft zu geben. Und ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.